Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kruskels, ich spiele gern und diesmal ist Kona dran. Ein Detective Adventure, sag ich mal. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt die linke Maustaste drücke, um fortzufahren. Und es düsterer wird. Und dann werde ich spielen. Den neuen Speicherplatz. Und es lädt. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Mein Name ist Kruskels, ich spiele gern. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Idee, was auf mich wartet. Es soll nur nicht so actiongeladen sein und ein bisschen an eventuell hier an andere Spiele erinnern. Carl Silver sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ja, ein bisschen soll es an Vanischen ja, von diesen Karte erinnern, aber das habe ich nur am Anfang gehört, von dem Let's Play-Zusammenschnitt, den ich nicht wirklich gesehen habe. So, ich kann Gas geben. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ich habe keinen Führerschein, habe ich schon erwähnt. Ja. Und wir kommen in When diesem the Auto. roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Okay, Rastplatz. Wie oft hier wohl abgesperrt wird, bis man Tisch und Stühle aufstellen muss? War gute Frage. Und irgendwie gefällt mir das Mausmovement noch nicht so richtig. Ausrüstung, Verbrauchsgüter, Inventar, Einstellungen. Karte, Notizbuch, Karte. Einstellung. Hier war irgendwo... Ist es das, was ich suche? Ja. Ah, nicht so wirklich. Naja. Mülleimer. Eine leere Flasche. Kann ich hier was untersuchen? Nein. Das Häuschen ist auch fast leer. Guck mal, eine Karte. Flugblatt lesen. Dann. Es wird fantastisch. Nord-Quebec mit unerschöpflichen Rohstoffen. Die Provinz Quebec verfügt über geradezu endlose natürliche Rohstoffe. Was spricht dagegen, diese zu nutzen? Unsere wertvollen Ressourcen können lange Strecken transportiert werden bis zu solchen fernen Orten wie Dallas in den USA. Machen Sie mit und investieren Sie jetzt. Wir erwecken die wirtschaftliche Stärke von Quebec. Im Herzen der Wildnis. Im Norden wimmelt es von Wölfen, Rentieren, Bären, Rebhühnern, Füchsen, Schneeheulen und endlosen anderen majestätischen Tieren, die dem Tierleben in der afrikanischen Wildnis nichts nachstehen. Wir sind das Afrika von Amerika. Besuchen Sie den Norden und entdecken Sie einen wahren weißen Dschungel. Ja, weiter. Der Bezirk Manastan und seine Menschen würden Sie gerne willkommen heißen, möglichst bald. Das war sehr informativ. Und mehr ist hier nicht, oder was? Die Tür brav wieder zumachen. Hier ist ein Stein. Und hier ist ein kleiner Stein.
Warum der auch immer hier liegt. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Und ich gehe hier nochmal hoch. War hier gerade ein Tier? Egal, was seid ihr denn hier? Schöne Gesichter. Und irgendjemand hat hier eine Treppe hingebaut, deswegen werde ich hier hochgehen. Soll ja niemand sagen, ich hätte was in dem Spiel übersehen. Ein Bolzenschneider und Streichhölzer, Anzünder. Dinge, die man immer gebrauchen kann, und ich lasse die Truhe einfach offen, weil... Gibt's hier hinter noch was? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist ein Hund. Steine. Nichts zu entdecken, okay. Oh, hier ist noch was. Ein Fenster. Achso, das ist der Motor, der läuft noch. Ich wollte jetzt hier aufbrechen. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Und weiterfahren. Warum war er abgesperrt? Sei es drum. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Ja, ich wollte gerade aussteigen, um zu gucken, was da für Müll liegt, aber ich konnte nicht. Eine Brücke erhält. Und das Radio geht aus. Okay, Unfall. Er hätte sich da bestimmt auch gefreut über die offene Brücke. Ein paar Stunden später. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Ja, schön. Schneeeinbruch, Wintereinbruch in Kona. Nachdem wir einen Unfall hatten und unseren Kopf dran geschlagen haben. Schön. Der andere hat auch nicht überlebt, ja? Die ganze Brücke ist im Eimer. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Im ersten Halb könnten Karls Wunden verarztet werden. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Okay.
Ausrüstung. Kamera, eine Türschnappe, Notizbuch. Verbrauchsgüter. Erste-Hilfe-Kasse. Hier ein Foto. Isabel. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. But Carl didn't care much about flowery language. Isabel, du hast mein Leben Bedeutung gegeben. Als du verschwunden bist, ist auch die Reinheit verschwunden. Für die Reinheit würde ich gegen den Wind und die Gezeiten, gegen Eis und Schnee kämpfen. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Okay, gut, dass hier ein Haus ist. Wärmequellen sorgen dafür, dass Karl nicht erfriert und speichern das Spiel. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Okay, irgendwas fehlt noch zum Feuer machen. Das Holz. Okay, ich gehe irgendwie davon aus, dass ich gleich drauf gehe, aber da gibt es da oben was. Da ist ein Ofen. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Ja, machen wir doch Druck. Carl's scout training was buried deep in his memory. What do you need again to start a fire? Holz. Okay, könntest du mir sagen, dass es jetzt geholfen hat? Sieht so aus. Jetzt wieder kalt. Ich hätte auch noch genug Sachen zum Feuer machen, aber ich muss ja jetzt erstmal weiter gucken. Zur Not kann ich ja wieder zurückrennen und kann ich auch Holz mitnehmen? Nee. Okay, aus irgendeinem Grund kann ich da nicht weiterlaufen. Und den Motor habe ich auch nicht ausgemacht. Na, dann fährt das nirgendwo. Ach so, ich habe hier Ketten montieren. Ich hatte ja eben Ketten gefunden, die habe ich ganz ignoriert. Okay. Auto ist befreit. Fahre ich jetzt weiter? Und Hock. Okay, mit dem Auto komme ich weiter. Da stand doch gerade rechts ein LKW, oder? Hier ist was. Carl was dying to stretch his legs, but he had to stay focused on the task at hand. Okay, dann steige ich halt nicht aus.
Kommt jetzt aber nicht noch ein Auto entgegen, oder? Ich bin gespannt. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes, the Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Ich hoffe, ihr habt jetzt verpasst, wenn ich nicht drauf geachtet habe, sondern was getrunken habe. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Okay, ein Ladebildschirm. Juhu, ich habe mal voll freigeschaltet. Rendezvous. Den General Store erreichen. Mischwarenladen heißt es auf Deutsch. Natürlich schaue ich mich erstmal hier ein bisschen um. Was ist das? Eine Kiste. Paletten. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was it a possible lead? Die Tür wieder zu. Okay, dann kriegt der nächste halt einen kalten Arsch. Was haben wir hier drunter? Steine. Kann ich die Kamera wieder wegstecken? Als. Hier ist noch mehr Eis. Noch mehr komische Spuren. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Ja, gehen wir mal hier rein. Ich kann nicht aufschließen. Ich würde gerne die Kamera wegstecken. Okay. Something fell to the bottom of the box. Gehen wir erstmal hier. Oh mein Gott. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close, that the fatal blow had been given before the victim even realized. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Mr. John Wall, Montreal. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Das ist natürlich der erste Gedanke, den man so hat. Was für ein Durcheinander. Ich finde es schön, dass die Untersuchungstexte an der Wand stehen, mitten im Raum stehen. Die Dosen.
Nicht beschriebene Dosen hier im Norden essen sie seltsames Zeug. An explosion suddenly occurred outside. Nein, danke, ich trinke nur kühles Bier. Und warten wir ein paar Sekunden. Nachricht von Gillis. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe ein Kratzen im Hals. Und wenn man ein Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir einen Test vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er Ihnen ja. Hochachtungsvoll, Ihr treuer Angestellter, Gilles. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone.